Das hier sieht verdammt gut aus. Es hat aber auch gefühlt mehr gekostet als meine erste Einbauküche und geht eigentlich gegen alles, was ich normalerweise predige. Ihr kennt mein altes Küchensetup. Shelly Controller, separates Netzteil, Custom LED-Band, millimetergenau zugeschnitten, extrem günstig und mit maximaler Bastelfreiheit. Hat absolut perfekt funktioniert, nachdem ich mir dreimal fast die Finger verlötet habe. Und weil man funktionelle Dinge im Smart Home niemals in Ruhe lassen darf, habe ich alles abgerissen. Wir tauschen heute absolute Freiheit gegen ein teures Plug-and-Play-System, das mir gnädigerweise genau vorschreibt, wo ich es abschneiden darf. Und warum das Ganze? Weil ich wissen will, ob dieser coole Gradient-Effekt wirklich den Verlust der Freiheit und das Loch im Portemonnaie wert sind. Oder ob ich hier den dümmsten, teuersten Downgrade meines Lebens mache. Finden wir es heraus. Let's go! Machen wir es kurz, eure Zeit ist kostbar. Was bekommt man für das viele Geld? Den Streifen. Kein nacktes PCB-Band mehr, wie beim Shelly, sondern hier ein massiver Silikonschlauch mit integriertem Diffusor. Fühlt sich extrem hochwertig an, ist aber auch störrisch wie ein Gartenschlauch. Die Steuerbox. Hier passiert die Gradient-Magie. Das Netzteil und ja, es ist das typische, klobige Philips Hue Steckernetzteil, das euch in der Mehrfachsteckdose hinterm Schrank garantiert den Steckplatz daneben blockiert. So viel zum Thema Premium Design. Und last but not least Papierkram. Braucht niemand. Halt, stopp, macht nicht denselben Fehler wie ich, schmeißt diesen Zettel auf gar keinen Fall weg, da ist der QR-Code drauf, der klebt zwar auch auf der Steuerbox, aber wenn ihr die schon hinterm Schrank festgeklebt habt, werdet ihr beim Scannen fluchen. Das war's, kein Lötkolben, keine Kabelrecherche, keine Einzelteile, alles Plug and Play. Und so einfach funktioniert Plug and Play bei Philips Hue. Einfach Netzstecker an die Controlbox anstecken, LED-Band auf die andere Seite des Controlbox anstecken, fertig. Wie ihr gesehen habt, zusammenstecken kann nun wirklich jeder. Jetzt schauen wir mal, wie ich dieses unflexible Ding bei mir auf dem Küchenschrank montiert bekomme. Bevor es hier losgehen kann, muss ich den alten LED-Streifen entfernen, auf den Schrank bisschen den Staub wegmachen, damit hier das neue LED-Band ordentlich haften kann. Wenn ich einen Schritt hier daneben mache, lande ich mit dem Rücken auf dem Boden. Wie ihr wisst, die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Anschließend den LED-Streifen am Zielort einmal auslegen, um zu sehen, ob hier alles passt oder noch was anzupassen ist. Und ich merke hier bei der Montage, dass dieser LED-Streifen nicht so einfach zu bändigen ist, aber ich gebe mein Bestes. Ey, wer kam denn auf solche Ideen, das Klebeband hier in so Sektionen zu teilen? Also das ist Sadismus pur. Schaut mal. Ich drehe durch. Die Montage selbst ist idiotensicher. Klebestreifen abziehen, andrücken, fertig. Das Tape hält extrem gut. Aber wer hier scharfe 90 Grad Winkel biegen will, hat verloren. Das Ding braucht Radien. Und wie wir hier sehen können, haben wir schon das erste Downgrade, denn während mein eigener Netzstecker sehr filigran ist, haben wir hier mit diesem klobigen Netzstecker fast ein Problem. Jetzt kommt der Moment, für den man den Premium-Aufpreis bezahlt. App öffnen, Streifen suchen und er ist da. Kein Einbinden ins WLAN über kryptische Webinterfaces, kein Hoppla, Shelly hat die Verbindung verloren. Es funktioniert einfach. Das ist frustrierend effizient. Und hier ist der Grund für den ganzen Aufwand, die Gradientzonen. Ich kann dem Streifen sagen, links warmweiß und in der Mitte ein Sonnenuntergang und rechts ein kühles Blau. Bei meinem alten Do-it-yourself-Band war das eine Farbe für alle. Hier fließen die Übergänge ineinander wie bei einem professionellen Filmset. Sieht es gut aus? Absolut. Braucht man das in der Küche? Wahrscheinlich nicht. Will ich's haben? Yes, baby. Aber Achtung, Philips sagt, das geht auch per Bluetooth. Die Wahrheit ist, wer dieses System ernsthaft nutzen will, vor allem für das, was gleich kommt, braucht die Hue Bridge. Ohne Bridge keine echte Automation, kein Fernzugriff und vor allem keine saubere Integration in das Gehirn meines Hauses. Die App ist schön und bunt, aber wir sind nicht hier, um bunte Kreise auf dem Handy zu schieben. Ich möchte, dass die Küche und der LED-Streifen ganz genau weiß, wann was zu tun ist. Also Zeit, den Hue-Streifen hier ins Home Assistant zu bringen und dort zu zähmen.
Legen wir los hier mit dem Teil Home Assistant. Da möchte ich euch echt ein paar coole Sachen zeigen. Bevor wir dort einsteigen, kurzer Hinweis für euch. Ich habe bereits ein Philips Hue Video gemacht. Erst vor kurzem. Dort bin ich unter anderem auch migriert von der alten Bridge zur Bridge Pro. Habe auch Motion Aware getestet. Und dort habe ich auch das Ganze hier ins Home Assistant gebracht. Das heißt, ich werde euch jetzt nicht zeigen, wie man Philips Hue ins Home Assistant bringt. Schaut doch einfach das Video an, oben rechts. Und dann könnt ihr genau hier weitermachen. Ich springe jetzt hier zu den Einstellungen, zu Geräte und Dienst. Und wenn ich hier beim etwas weiter runter scrolle, habe ich hier Philips Hue, das bei mir schon eingerichtet ist und ich dieses Gerät dann in die Bridge reingebracht habe, wurde es automatisch mir hier ins Home Assistant gepusht. Das ist ziemlich cool. Also suchen wir uns hier einmal Hängeschrank LED aus, sehen dann hier, welche Möglichkeiten wir haben. Wir haben hier im Bereich der Diagnose die Zigbee-Konnektivität und wir haben ein Steuerelement. Und wenn wir hier reingehen, für alle, die das nicht kennen, das ist die Standard, sag ich mal, Pop-up-Karte für Leuchten. Wir können hier die Helligkeit erhöhen, hier einmal diese Farbpalette, verschiedene Farbtemperaturen ansteuern. Das kennt ihr alles. Viel spannender ist, wir haben hier unter anderem auch die Thematik mit den Effekten. Das heißt, ich kann von hier aus zum Beispiel Prisma ansteuern, habe jetzt nun einen Prisma-Effekt direkt aus Home Assistant abgefeuert. Das ist alles schön und gut. Das kann ich jetzt nutzen, um damit Automatisierung zu machen, irgendwelche Szenen, Party-Modus, whatever. Ihr seid da 10-mal schlauer als ich und habt da 1 Million mehr Ideen. Könnt ihr das gerne unten in die Kommentare packen. Wir kommen nun zum zweiten Teil und zwar, wo wir es von der Automatisierung haben, möchte nämlich, gerade bei uns, wenn abends das Küchenlicht ausgeht, dass dann diese Hängeschrank-LED angeht. Und wenn das Küchenlicht dann wieder angeht, dass es dann ausgeht. Hier wird es halt ganz spannend, wenn ich jetzt hier reingehe und wenn man einmal auf den Taster drückt und ganz wichtig, das Ganze nach Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang werden hier die Leuchten eingeschaltet und sollte Hängeschrank-LED an sein, wird es ausgeschaltet. Und bei der Option 2 ist es genau andersrum, dann wird die Hängeschrank-LED eingeschaltet. Und das Ganze sieht wie folgt aus. Ich spiele euch das mal ganz kurz ein. Ich drücke dann hier einmal auf unseren Küchentaster. Das Licht geht an oder aus und dementsprechend geht hier der letzte Status von Hängeschrank LED an. Und das war bei mir einfach irgendeine Szene, die wir persönlich zu Hause ziemlich cool fanden. Das zum Teilchen Home Assistant. Wenn ich irgendwas vergessen habe, packt mir es gerne unten in die Kommentare. Ansonsten geht es jetzt weiter, so dass wir mal testen, was diese LED in Philips Hue mit diesem Musikmodus hier zu leisten vermag. Kommen wir zu dem Feature, weshalb Philips diesen Premiumpreis überhaupt durchsetzen kann. Der Music Sync. Die Einrichtung in der App dauert im Schnelldurchlauf keine 10 Sekunden. Und dann passiert das hier. Das ist das Level an Perfektion, das ihr mit einem Do-it-yourself-Setup kaum erreicht. Versucht mal, einen Shelly so zu programmieren, dass er den Basslauf in verschiedenen Farbzonen mit absoluter Null-Latenz visualisiert. Da schreibt euch in Home Assistant die Finger blutig. Und wenn ihr eure Partygäste maximal in Fahrt bringen wollt, dann könnt ihr das mit weiteren Hue-Produkten hier verbinden und dann sieht das ungefähr so wie hier auf dem Bild aus. Na, was sagt ihr dazu? Ein absolutes Must-Have oder eher so, naja, Achtung, Augenkrebs? Die ungeschönte Wahrheit ist aber auch, niemand braucht ein Rave, wenn er gerade Zwiebeln schneidet. Es ist eine absolute Spielerei. Wenn ihr aber auf eurer nächsten Küchenparty richtig flexen wollt, dann liefert hier Philips Hue gnadenlos ab. Kommen wir zur harten Wahrheit und der Frage vom Anfang. War es ein Fehler, mein perfekt abgestimmtes, günstiges Do-it-yourself-Setup gegen diesen völlig überteuerten Philips Hue Strip zu tauschen? Wenn es euch um millimetergenaue Maße, kleine Netzteile und den absolut günstigsten Preis geht, dann führt hier ein Do-it-yourself und mit Shelly und Konsorten kein Weg dran vorbei. Der Hue Gradient Strip zwingt euch in sein Raster. Die Hardware ist klobig und der Preis tut physisch weh. Aber hier ist die andere Seite der Medaille. Dieses System funktioniert einfach. Der Gradienteffekt ist out of the box perfekt. Die Farben sind satt und das Setup hat mich abseits der Montage keine 5 Minuten gekostet. Am Ende ist es eine einfache Rechnung. Geld kann man immer wieder verdienen. Zeit bekommt man aber nie mehr wieder zurück. Wer die Zeit hat, stundenlang in ein Do-it-yourself-Setup und das Verlöten von LED-Ecken zu investieren, für den ist Philips Hue reinste Geldverschwendung. Wer sich diese Zeit einkaufen will und das nötige Kleingeld hat, bekommt hier mit diesem LED-Strip das zurzeit beste Licht auf dem Markt. Und jetzt kurz in eigener Sache und ein Teaser für einen der nächsten Folgen. Die 21 Meter kurze Hue Festavia Globlichterkette hängt jetzt seit 2 Monaten bei uns. Jetzt wird erweitert und dann schauen wir, ob das wirklich ein Upgrade ist oder einfach nur ein teurer Hue-Spaß. Abonnier gerne, wenn du das nicht verpassen willst. Ich werde diesen LED-Strip vorerst behalten. Wenn euch diese ungeschönte Realität geholfen hat, eure Zeit nicht mit Fehlkäufen zu verschwenden, lasst jetzt gerne ein Abo da. Keine Spielereien, nur smarte Technik.
Bis zum nächsten Mal. Und weil man funktionelle Dinge zerschlucken, nicht zerschlucken, zerstückeln. Gehen wir schnell durch den Teil von Home Assistant. Ups. Wenn es euch um meine Reise mit Philips Hue, nee, das nicht. Dann liefert hier Philips Hue. Richtig.